du da bist. Willkommen zu meiner spannenden Reise durch Kajabi in 28 Tagen meistern. Egal, ob du im Coaching-Bereich tätig bist, Online-Kurse anbietest oder eine Mitgliederplattform aufbauen möchtest. Ich zeige dir, wie du dein Business effizient gestalten und mehr Freiraum für das schaffen kannst, was dir am Herzen liegt. Was wir uns noch nicht kennen: ich bin Mirjana Veragut, ich bin Gründerin von Veragut Consulting und ich helfe Menschen wie dir, ihr Online-Business mit Plattformen wie Kajabi erfolgreich zu machen. Mit mir kannst du lernen, wie du dein Angebot automatisierst, leichter Verkäufe erzielst und deinen Kurs, Coaching oder Online-Business ausbaust, um deine Expertise mit deiner Community zu teilen. In dieser Serie werde ich alles darüber besprechen, wie man Kajabi von innen und außen nutzt, die Vorteile von Kajabi und wie es dein Leben wirklich verändern kann. Und falls du Kajabi noch nicht ausprobiert hast, kein Problem, ich habe da was für dich, nämlich eine kostenlose 30-tägige Testversion, die uns beiden hilft und den Kanal da unterstützt. Du bekommst Zugang zu tollen Ressourcen wie fertige Landingpages und mehr, um direkt durchzustarten. Den Link findest du auch unter dem Video. Okay, aber lass uns jetzt direkt eintauchen in das, worüber wir in der heutigen Lektion sprechen werden. So, jetzt starten wir mit unserer spannenden Reise durch die 28 Tage Serie, in der wir tiefer in die Welt der Kajabi eintauchen. Unser Ziel ist es, deinen Kajabi-Account zu erstellen und einzurichten. Lass uns jetzt gerade starten. Zuerst gehst du auf meine Webseite und klickst auf den Button «Jetzt 30 Tage Kajabi kostenlos testen». Da siehst du jetzt die offizielle Kajabi-Seite und alles, was da möglich ist mit dieser Plattform. Jetzt der nächste Schritt ist, du klickst da drauf und füllst einfach deinen Namen, Vornamen und gibst deine E-Mail-Adresse ein. Das machen wir jetzt. Ich mache jetzt einfach Test und klickst dann auf Continue. Du kannst selbstverständlich dich aber auch mit Google anmelden oder mit deiner Facebook-Seite. Jetzt musst du dein Passwort eingeben und das Passwort wieder bestätigen und deine Kreditkartennummer eingeben. Ich mache das jetzt nicht, weil ich ja bereits ein Account habe. Du brauchst jetzt keine Angst haben, dass dir jetzt etwas auf deiner Kreditkarte belastet wird. Wie gesagt, das wird erst nach den 30 Tagen, nachdem du die Testphase durch hast, wird die $199 pro Monat abgezogen. Du kannst aber auch wählen, dass du jährlich zahlst. Wenn du auf das klicken tust, dann sparst du etwas mehr Geld. Das ist $480, wo du dich einsparen kannst. Also, du brauchst wirklich keine Angst haben, du kannst deine Kreditkarte hinterlegen. Und du kannst immer noch innerhalb von diesen 30 Tagen deinen Account definitiv beim Kajabi löschen, ohne dass dir etwas belastet wird. Also, ich mache jetzt das einmal und klickst dann auf Start Free Trial. Anschliessend kommt der Meldung Check Your E-Mail. Das heisst, du musst jetzt nochmal deine E-Mail-Adresse und alles noch bestätigen. So, nachdem du das gemacht hast, musst du jetzt nochmal deine E-Mail-Adresse verifizieren. Das machst du dann, dass du da auf Verify Your E-Mail-Adresse anklicken und dich dann einloggen. In der Zwischenzeit habe ich meine E-Mail bekommen von Kajabi und jetzt brauchst du nichts mehr zu machen, als einfach jetzt da klicken auf Start Free. Und jetzt kannst du da klicken, Start for free. Jetzt tut dich Kajabi ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, dass du deine Business-Idee ein bisschen beschreiben. Und das ist wichtig, damit Kajabi dich personalisieren kann. Was bringt dich durch Kajabi? Da kannst du jetzt einfach sagen, I want to start monetizing. Was ist deine Professionalität oder Berufsgattung? Du kannst sagen, Coach zum Beispiel oder Content Creator. Ich klicke jetzt mal auf Coach. Dann currently run on online business, yes full-time oder part-time, je nachdem, ob du das nebenbei machst. Ja, wähl einfach das aus, was am besten zu dir passt. Dann kannst du da Kategorien wählen von deinem Business. Jetzt, ich nehme jetzt da Business and Finance. Dann auch meine Followers, das du hast, zum Beispiel Social Media, weniger als 100. Und jetzt klickst du da auf Continue. Dann kannst du deine Adressen ausfüllen. Ich schreibe jetzt da Zürich. Dann kannst du die Mehrwertsteuernummer ausfüllen, falls du in Unternehmung bist. Du kannst es aber auch offen lassen, institutional.
klickst jetzt auf Finish und jetzt kommst du auf das Feld, wo dich fragt, mit was willst du gerne starten? Willst du ein Produkt kreieren oder willst du die Bildung von einer Landingpage oder willst du einen Online-Kurs anbieten oder Kajabi University, damit wir etwas starten können, ich sage Building and Landingpage. Continue. So, und jetzt bist du auf deinem Dashboard. Das ist das Dashboard vom Kajabi, das ist dein Herzstück. Ja, mit was startet wir? Wir starten jetzt da oben rechts mit deinem Account. Da kannst du deinen Account managen, deine Seite managen, Kajabi Experts University Partner Dashboard. Ich klicke jetzt mal auf Managen. Da siehst du deinen Account, da kannst du deinen Namen da verändern. Du könntest da die Zeitzone wählen, wenn es nicht stimmt. Dann die Telefonnummer könntest du noch eingeben. Dann deinen Avatar zum Beispiel verändern. Social Media Profil, deine Bio zum Beispiel ausfüllen, Pronomen, was auch immer du bist, da öffentlicher Standort, wo du daheim bist. Dann unter Abrechnungen, links auf dieser Seite, siehst du alle deine Rechnungen, das ist dein Abo, das du hast. Du siehst jetzt zum Beispiel da, der erste Monat ist gratis, der nächste Abrechnungstermin wird dann eben erst im März 2024. Du siehst, dass du nichts müsstest zahlen. Dann Zahlungsmethoden, das kannst du aber jederzeit auch ändern. Da unter dem Teil siehst du Produkte, Trichter, Landingpage, Kunden und so weiter und so fort. Das ist mehr ein bisschen Überblick. Dann gehen wir eine Stufe weiter, Anmeldung und Sicherheiten. Da kannst du das Passwort ändern, dann Zwei-Faktor-Authentifizierungen machen. Du könntest dich mit Google-Konto verbinden, wie auch mit dem Facebook. Dann Kontaktinformationen. Da hast du zum Beispiel Adresse, kannst du nochmal ausfüllen, genau richtig, Stadt, ja, Postleitzahl, Bundesland, Telefonnummer und so weiter. Ich glaube, da muss ich nicht weiter noch eingehen. Dann hast du unter Benachrichtigungen und Datenschutz, und zwar die Kontosicherheit, Kajabi Marketing. Da könntest du jetzt da klicken, welche E-Mail-Marketing möchtest du gerne bekommen. Aber da könntest du auch klicken, dass man dir gar nichts schickt. Kajabi Neuigkeiten, zum Beispiel Kommentare, Benachrichtigungen, Kundenabos. Ja, nimm dir ein bisschen Zeit, das ein bisschen durchzulesen und dann auf das klicken, was für dich relevant ist. Dann Analytik, das wäre dann da. Das machen wir später. Da hast du Users. Das heisst, wenn du neue User noch einladen willst, dann hast du da ein Partner-Dashboard. Wenn du dich für ein Partnerprogramm anmelden willst. So, und als nächstes gehen wir wieder auf unser Dashboard zurück. Und da zeige ich dir jetzt, was alles möglich ist. Und zwar, wir gehen jetzt alle diese Punkte mal kurz durch. Unter Produkten kannst du alle deine Produkte verwalten und einstellen. In Kürze kannst du Coaching einstellen, Community zum Beispiel da aufbauen. Du kannst aber einen Podcast machen. Damit du das machen kannst, müsstest du da auf Get Started und dann kann man ein Produkt starten. Aber das zeige ich dir in einem anderen Video. Dann auf den Schritt 2, das wäre Sales oder Verkaufsseite. In diesem Bereich da willst du alles finden, was du brauchst, um deine gestellten Produkte, die du oben erstellt hast, zu vermarkten und zu verkaufen. Da kannst du zum Beispiel diese Angebote erstellen, du kannst deine Zahlungspläne festlegen, Rabattcodes generieren, um deine Verkäufe anzukurbeln. Dann unter Webseitenbuilding. Deine Kajabi-Webseite ist das Aushängeschild von dir, von deinem Online-Business. Da könnten wir Webseiten zum Beispiel erstellen und anpassen. Wir können verschiedene Seiten erstellen, wie About dich oder Blogs zum Beispiel können wir erstellen. Wir können Navigationen machen. Im Bereich Marketing, da kannst du deine Funnels erstellen und führst deine Leads durch den Funnel durch, um sie in Kunden zu verwandeln. Das ist der Sinn dieser Sache. Kajabi bietet dir integrierte Tools bereits, wie ich schon erwähnt habe, um deine Marketingstrategie effizienter umzusetzen. Aber wir schauen das auch noch später nochmal in Details an. Dann im Schritt 5, da findest du alle deine Kontakte, das heisst auch diejenigen, die dein Produkt gekauft haben. Du findest aber alle deine Kontakte, die sich für deine E-Mails registriert haben, zum Beispiel ein Newsletter-Pool. Also all diese Kontakte willst du da rein sehen. Dann Analytics. Kajabi bietet dir auch verschiedene Analytics-Tools zum Beispiel. Du kannst schauen, wie viele Leute haben auf deine Homepage angeklickt, wie viele haben sich eingeschrieben, zum Beispiel deine E-Mail-Marketing, wie weit sind die Leute mit diesen Produkten im Prozess. Das würde bedeuten, wenn du ein Produkt erstellt hast, du siehst an jedem Mitglied, wie weit ist er, welche Kurse hat er schon abgeschlossen oder pro
Lektion, wie weit ist er gekommen, hat er schon alles angeschaut oder nicht. So, da hast du sehr viele Möglichkeiten, um zu sehen, was passiert, wo gehen die Leute am meisten hin und was sonst passiert ist. Also das wäre zum Thema Analytics. Und die Stores, wenn du da drauf klickst, da gibt es Stores von Kajabi. Das würde bedeuten, dass es Kajabi-Partner gibt, die eine eigene Webseite zum Beispiel oder Templates erstellen. Du kannst aber einen Experten auch finden. Du siehst zum Beispiel, welche Templates da von irgendjemandem erstellt worden sind. Du kannst die Templates auch kaufen, wenn du möchtest. Musst aber nicht. Du hast sehr viele Templates, die du kannst brauchen mit dem Abo, das du schon bereits gelöst hast. Aber wenn du etwas anderes haben willst, wäre es möglich, das Template zum Beispiel kaufst. Du kannst das zum Beispiel anschauen, wie das Template aussehen würde, was das Template dir alles anbietet. Und dann kannst du dir so deine Webseite erstellen mit solchen Templates, was du willst. Aber wie gesagt, das musst du nicht machen. Ich zeige dir in späteren Videos, wie du andere Templates auch brauchen kannst, die bereits in Kajabi integriert sind. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Das wären noch Settings. In dem Teil vom Dashboard, da konfigurierst du die Grundlagen von deinem Kajabi-Accounts. Von Zahlungsgateways über E-Mail-Einstellungen bis zu Benutzerrechten zum Beispiel, deine Checkout-Seiten und Blog-Settings, dann Payment Integration, Domäne, From-Settings, Mobile-App-Settings, Labs und so weiter. Dann deine Account-Details. Da ist alles, was du noch einstellen kannst. Wir werden auch das in Details anschauen. Also einfach, dass du jetzt ein bisschen informiert bist, was dich erwarten. Und dann nichtsdestotrotz, Helpcenter hast du selbstverständlich auch. Du kannst Visit Helpcenter oder du kannst Kontakt Support anklicken und eine E-Mail schicken, wenn du ein Problem hättest. Du kannst Join a Live-Webinar machen, Expert Stores, Kajabi Access und so weiter und so fort. Also da ist immer eine Möglichkeit, was du irgendetwas in Kajabi nicht weißt. Da ist die Seite, die dir hilft, weiterhin voranzukommen. Ja, das ist ein kleiner Rundgang durch die wichtigsten Bereiche von deinem Kajabi-Account. Mit diesen Tools und Ressourcen bist du bestens ausgestattet, meiner Meinung nach, um dein Online-Business erfolgreich zu führen. Ich hoffe, diejenige kleine Tour hier hat dir einen kleinen Einblick gegeben, ob Kajabi die richtige Plattform für dich sein könnte. Wenn du Lust hast, Kajabi auszutesten, bitte ich dir eine spezielle gratis Testversion an. Klick einfach auf den Link www.mirjanaveragut.ch/Kajabi, der unter dem Video zu finden ist. Dort kannst du in Ruhe Kajabi ausprobieren und hinter den Kulissen anschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.